Es ist so einfach zu sagen, ich bin nicht hier oder ich bin eins. Aber im Detail, sobald du eigentlich eine Bewegung machst, sobald was kommt, reagiert der Körper, reagiert der Mind. Und das Ich ist da, ob du es jetzt verneinst oder nicht. Das Ich ist da. Und da Licht reinzubringen, wie kann die Non-Dualität leben? Also wie kann es sein, dass du eins bist und doch in allen Erscheinungen absolut individuell bist, in jedem Ausdruck individuell bist? Wenn wir das Erwachen oder das, was wir erleben und erkennen im Satsang, nicht hier ins Leben bringen, ist es zwecklos, ist es sinnlos. Wir müssen es wie wieder loslassen und im Detail, im Fühlen, im Leben, in deinen ganz normalen Haushalt, wie du mit deinen Freunden umgehst, mit deinem Kind, in dem muss das Erwachen rein. Und das geht nur übers Fühlen. Ja, weil das, was uns weggebracht hat, also was dich vielleicht auch auf die Suche gebracht hat in die Non-Dualität oder in die Spiritualität, ist vielleicht das Fühlen gewesen. Also Gefühle, die zu viel waren, Gefühle, die traumatisch waren, Gefühle, die dich getrennt haben. Also da war mal was zu viel war. Und das haben wir alle erlebt in der Kindheit oder in der Jugend oder irgendwann. Waren immer irgendwann Gefühle da, waren Konzepte da, waren Menschen da, die uns zu viel waren, die uns überfordert haben. Und wir haben es gelernt zu überleben, wenn wir weggehen vom Fühlen. Also da hat sich wie so eine Angst aufgebaut, wegzugehen. Und so eine scheinbare Sicherheit, wenn ich da nicht mehr hingehe und da nicht hingucke, dann bin ich sicher. Hier in meinem Mind oder in dem, was größer ist als der Mind, da bin ich scheinbar sicher. Und wenn wir in dem bleiben, werden wir niemals die Einheit erleben und niemals die Einheit erfahren oder leben können. Wir brauchen das Erwachen, wir brauchen das Erkennen, dass wir mehr sind als der Mind, damit wir den Mut haben, da wieder hinzugehen, wo wir mal weggegangen sind, um das zu heilen, um das aufzulösen. Und um wirklich dieses Erwachen in das reinzubringen. Diese Verbindung zu schaffen. Genau, und die Verbindung. Eigentlich diese Verbindung vom Unendlichen zum Leben. Mhm. Das Unendliche ist die Brücke zum Leben, ist das Fühlen vom Leben. Und wir sagen oft, dass wenn du länger mit uns unterwegs bist, suchst du eigentlich nicht mehr nach dem Erwachen, wenn wir dir mal das Fühlen gezeigt haben. Wer will noch erwachen, wenn du fühlst, wenn du das Leben fühlst? Also du willst gar nicht erwachen, du willst fühlen. Das Fühlen ist die Verbindung zum Göttlichen, ist die Verbindung zum Menschlichen. Und in dem ist die Unendlichkeit mit drin. Das Unendliche drückt sich aus durchs Fühlen, durchs Ich-Sein, durch zwischenmenschliche Kontakte, durch jegliche Regung, die im Leben möglich ist. Das Leben liebt es zu fühlen. Ja, und das Leben braucht das Fühlen. Wir sagen ja oft, dass in den Gefühlen eine große Intelligenz ist. Und das ist so, also wir werden geleitet, wenn wir diese Gefühle, wie ich das erst erklärt habe, wenn wir wieder zurückkommen zum Fühlen und wieso dieses Too Much heilen können, also wieso merken können, wir können wieder fühlen, wir haben keine Angst mehr davor und können die Gefühle zulassen, dann kann das Leben uns navigieren. Und das ist oft viel intelligenter, als das im Moment passiert. Also wenn wir so weg sind und in unserem Mind oder in unserem Nichts, sind wir völlig abgetrennt vom Leben. Und wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir können nicht kreieren. Das Leben ist Lebendigkeit, die will kreieren. Das Leben will, dass du dein Leben kreierst, dass du was Neues kreierst, dass du vielleicht Schritte gehst, die du dir noch nicht vorstellen kannst oder die vor dir keine Menschen gegangen sind. Weil wir stehen auch an so einem Punkt im Leben, wo wir das brauchen. Ja. Ne? Und deshalb ist es so schön, wenn wir Und wenn du nicht mehr da bist, wirst du auch deine Schritte nicht gehen können.
Also das Verneinen von dem, von deinen Gefühlen und deinen Impulsen, wird es dir verunmöglichen, die Unendlichkeit zu leben. Und das ist so schade. Es wartet was drauf. Du musst keine Angst haben, zu fühlen, menschlich zu sein. Das nützt dir alles nichts, das, was du erkennst, wenn du es nicht ins Leben bringst. Es werden nur Phrasen sein. Es wird nur langweilig immer wieder wiederholt werden, was du bist, da. Aber wir wollen sehen, wer du wirklich bist, wie du lebst, wie du atmest, wie du liebst, wie du wütend bist, wie du das Leben nicht handeln kannst, in deinen schlimmsten Momenten, wie das Ich kommt und dich runterreißt. In dem ist das Heilige drin. Und wenn wir da die Liebe und die Unendlichkeit erfahren, dann sind wir frei. Wir sind frei von dieser Non-Dualität, von diesem Gedanken oder Konzept der Non-Dualität. Dann ist das Leben da. Dann ist das Leben in allem da. Du bist eins mit allem, in allen Erscheinungen und du bist in den Erscheinungen drin, in jedem Gefühl, in jedem Einzelnen. Und das schafft die Verbindung, das ist dieses, wo du auch ein ganz starkes Mitgefühl entwickelst mit allem, was da ist. Und aus diesem Mitgefühl kommen ganz andere menschliche Lebensformen entstehen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie wir mit Menschen, mit Freunden umgehen, mit einem Partner. Da ist so viel anderes möglich, als wir jetzt im Moment leben. Ja. Deshalb ist das so wichtig, dass alle Menschen, die schon so auf dem spirituellen Weg sind und die schon so viel erfahren haben und manchmal dann auch wie gefrustet sind, dass du dich darum kümmerst, dass du wirklich weitergehst. Das ist nicht fertig da, wo du jetzt stehst, sondern da gibt es noch viel, viel mehr. Das will umgesetzt, erfahren, gelebt werden. Das will mit Menschen gelebt werden, mit neuen Berufsformen, da ist noch so viel möglich. Ja, es gibt schon genug Erwachte. Ja. Es braucht mehr Menschen. Ja. Es braucht mehr Menschen, die den Mut haben, das Erwachen zu leben, das Erwachen zu vergessen, zu fühlen, zu leben. Das braucht es. Das braucht unsere ganze Welt. Und in dem ist eine große Intelligenz drin. In dem kommt eine neue Vision der Menschheit. Und wenn das mit dir resoniert, kannst du uns gerne schreiben, nimm mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns total, dich kennenzulernen, dich zu unterstützen und mit dir die neue Welt zu kreieren. Schön, dass du da bist. Ja. Alles Liebe dir. Tschüss. Tschüss.